7:30 Uhr auf einem Industriegelände in Düsseldorf. Hier wird heute versteigert, an was man sonst nicht rankommt. Alte Polizei- und Mannschaftswagen, Gefangenentransporte, aber auch Autos mit verruchter Geschichte, eingezogen von der Staatsanwaltschaft. Auktionsveranstalter Herbert Bolten führt uns herum und zeigt uns den wohl spektakulärsten Wagen, den sie heute im Portfolio haben. Das ist auch so ein Schmugglerfahrzeug. Hier hat man versucht, in den Schwellern zu schmuggeln. Diese Schweller ließen sich abklappen und wurden von innen durch eine Vorrichtung wieder angeklappt. Die sind da schon sehr kreativ. Wir haben an Fahrzeugen wirklich absolut alles, was man sich vorstellen kann, was man schon mal gesehen hat und auch alles, was man noch nicht gesehen hat. Also ich bin auch schon sehr lange in dem Beruf, aber das, was hier auftaucht, das ist der Wahnsinn. Seit über 70 Jahren veranstaltet die Finanzdirektion Düsseldorf solche Versteigerungen, inzwischen monatlich. Vom Auto des korrupten Skandalschiedsrichters Robert Heutzer bis zu einem Lamborghini, der knapp 300.000 € einbrachte, war alles schon dabei. Doch gerade solche Autos sind eine Wundertüte. Bei den eingezogenen Fahrzeugen kennen wir die Hintergrundgeschichte meistens auch nicht. Das ist so ein bisschen der Reiz an der Geschichte. Da kann sich dann jeder auch selber überlegen. Die dürfen sich ja die Autos hier anschauen, sie dürfen sie anfassen, sie dürfen vielleicht auch mal reinriechen und dürfen dann selber entscheiden, inwieweit sie denn nachher bei den Geboten mitgehen und was ihnen das Fahrzeug wert ist. Aber auch Autos von der guten Seite der Macht, sprich ausgemusterte Dienstwagen, finden Abnehmer. Sprinter oder die Sprinterklasse ist immer interessant, egal für welchen Einsatzzweck. Der Sprinter da ist ein Gefangenentransporter und den gibt es auch mit Einzelzimmern. Also wenn man die Familie trennen will, ist das genau das richtige Auto. Aber die Kreativität bleibt natürlich den Käufern überlassen. Und die trudeln nun ab 8 Uhr so langsam ein. 1,5 Stunden haben sie, um die Autos in Augenschein zu nehmen. 50% sind regelmäßige Gäste, die andere Hälfte heute das erste Mal hier. So auch Alexander Schäfer mit seiner Freundin. Tatsächlich bin ich im Moment auf der Suche nach einem Wohnmobil. Und hier werden ja auch eingezogene Fahrzeuge und so. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht kriegt man da irgendwas. Habe ich hier die Bullis gesehen und habe dann einfach mal geguckt. Aber man weiß ja nicht, ne? Ich sag mal, wenn der Preis stimmt. Warum nicht, ne? Auf besonderer Mission ist auch Familie Lippertz aus Reilingen. Eigentlich auf Familienbesuch in der Gegend will man bei der Auktion schauen, ob man nicht ein Schnäppchen schießt. Schließlich ist man auf der Suche nach einem ganz besonderen Wagen. Mein erstes Auto, und zwar für uns beide zusammen. Ich bin mal gespannt eher auf die Auktion, so wie das alles abläuft mit dem Bieten. Ja, vielleicht mal so ein Opel Astra oder so ein Renault Megane, das sind so unsere Favoriten. Weil ich glaube, hier kann man schon ein Schnäppchen machen. Die drei haben sich bereits vorher online informiert. Nun geht es darum, die Autos auf Herz und Nieren zu prüfen. Denn Probefahren oder zurückgeben ist nicht. Einer, der das ganz beherzt macht, ist Ramazan Çabuk. Er ist schon das 2. Mal hier und kennt inzwischen die Tricks und Kniffe. Zum Beispiel haben die geschrieben, dass der Schimmelbefall im Kofferraum ist. Aber der Nachteil ist halt, du kannst nicht in den Kofferraum reingucken, weil da so ein anderes Fahrzeug da steht. Deswegen wollte ich den Sitz gerade umklappen. Aber das Lenkrad hat mir schon was anderes gesagt. Da steht 117.000 runter und das Lenkrad ist schon komplett abgegriffen. Dann weiß man vielleicht auch, dass er keine 117.000 runter hat. Deswegen muss man echt gucken, dass man sich nicht veräppeln lässt. Bei seinem ersten Besuch hat Ramazan noch etwas anderes gelernt. Sobald die Auktion losgeht, heizen sich alle gegenseitig hoch. Ein echtes Bieterfieber geht um. Das geht schlagartig hoch. Der Druck steigt, sage ich mal, und dann ist die Grenze 50-50. Ja, machst du mit oder machst du jetzt nicht mit? Gerade weil die Kontrahenten mit allen Wassern gewaschene Händler sind. Als echte Profis wissen sie, worauf es ankommt, unter anderem die richtige Ausrüstung. Sie jedenfalls haben genug Sitzfleisch für die 3-stündige Auktion. Doch Familie Lippertz rechnet sich auch gegen die professionelle Konkurrenz durchaus Chancen aus. Die Händler brauchen eine Marge, die brauche ich nicht. Deshalb kann ich da mir einen Preis setzen und wenn der Preis aber fällt, dann werde ich nicht mehr mitgehen, dann ist das für mich dann auch erledigt. Dann ist es endlich soweit. Familie Lippertz bringt sich ebenso in Stellung wie Ramazan Çabuk. Er will diesen Hyundai ersteigern. Doch sein Gebot, nur eines von vielen, seine Schmerzgrenze, schnell überschritten. Ja, 18,5 jetzt rauskam, wir waren jetzt bis 15.000, hatte ich ja gesagt. 18,5 wäre zu viel.
Deswegen muss man echt wissen, lieber defensiv als statt offensiv. Ne? Limit setzen auf jeden Fall. Und Limit setzen. Auch Familie Lippertz ist ernüchtert. Die meisten Autos gehen für 2.000 bis 3.000 Euro über Wert weg, meistens an Händler. Klappt es noch mit dem ersten Wagen für Sohn Marius, ihre letzte Chance dieser Renault Megane. Vater Helmut ist mit im Rennen, doch er wird schnell überboten und so geht es auch für sie ohne den erhofften Familienneuzugang nach Hause. Natürlich wäre es jetzt schön gewesen, wenn man hier mit dem Auto rausgefahren wäre, dann hätte man auch Motivation für den Führerschein noch. Aber ist auch okay. Also da gibt es auch andere Autos, die man sich anguckt und deswegen alles gut. Alles gut, auch ohne neues Auto, auch das Fazit von Alexander Schäfer. Er und seine Freundin gehen vor der Abfahrt nach Hause noch einmal auf Erkundungstour, denn solche Autos bekommt man nicht so oft zu sehen. Man macht sich halt immer Gedanken so dazu, ne? Was ist damit passiert, auch mit den Autos, die drin stehen, ist ja klar. So, man guckt halt drauf und sieht halt Finanzverwaltung oder so, weiß man eigentlich, okay, Steuern nicht bezahlt oder so. Dann sieht man Staatsanwaltschaft, denkt, okay, das ist ein anderer Hintergrund. Ne? Auch diese Wagen wurden heute erfolgreich resozialisiert. Einzig dieser VW Touareg ging nicht weg. Alle anderen haben neue Besitzer, die nun mit ihnen auch neue Geschichten schreiben können.